frag mal, ob ich ja. Grüßen will ich sie schon noch, natürlich. Jetzt sind wir gestern extra um 5 Uhr hierher gekommen, dass die Technik klappt. Was machen wir, wenn alles schief geht? Schnaufen. Einschnaufen, lang ausschnaufen. Niemandem die Schuld geben. Einschnaufen. Ah! Segen. So good to see you. Namaste, beloved Shri Preethaji. Namaste. Thank you very, very much that you're coming all the way during your body in the break to us, to Davos. It's your third time. We are very, very happy. We are very pleased. We have here 80 friends and all over the world, your devotees and brand new people. Your talk will be live streamed out into the world. And I wanted to say a special hello from our mayor. He says hello. And from Valerie, and they say thank you for the beautiful book on your special blessing. Wonderful. Let them know that we think of them and our love to them. Thank you very much. Namaste. Pranam, Shri Preethaji. Thank you for your amazing contribution to uplift humanity, to enlighten humanity, to save our planet. Together, we will give our best and make you famous in Europe, out in the world. Pranam, Shri Preethaji. Namaste to everyone. Namaste alle. This evening is very beautiful. And all of you is very joyful. Ihr seid alle freudig. Yes. Am I audible clear? Yes. Beautiful. It's very joyful to be with all of you. So schön mit euch zu sein. Today we are going to journey together into peace. Wir reisen zusammen in den Frieden hinein. If we wish to create a beautiful future for our children and their children on this planet, then peace is the only way ahead for us. Wenn wir eine schöne Zukunft gestalten wollen, gibt es nur den Frieden, der vor uns ist. Every one of you must ignite within you the fire for peace within you, for peace with nature and for peace with the world. Ihr müsst also das Feuer in euch erwecken für Frieden in euch und Frieden für die Welt und Frieden für die Natur. And from that peace connect to the sacred in all life. Und von diesem Frieden aus wird alles heilig im ganzen Leben. Let us begin with a few moments of silence. Ein paar Momente Stille. Wake me up from the ocean of darkness in which I slumber. Weckt mich auf vom Ozean der Dunkelheit. By showering immense, immortal wisdom. Indem ich unsterbliche Weisheit verbreite. Let there be peace in my heart. Friede in meinem Herzen.
There be peace in the hearts of my loved ones. Lass Frieden sein im Herzen meiner Liebsten. Let there be peace for all living beings. Lass Frieden sein für alle Lebewesen. Shanti, Shanti, Shanti. Gently open your eyes. Öffnet die Augen, bitte. Let us understand first that peace in the world is only possible only when you as individuals become peaceful. Frieden in der Welt ist nur möglich, wenn du als Individuum friedvoll wirst. So what is peace? Was ist Frieden? Peace is that state of restfulness, a state that is devoid of conflict. Frieden ist ein Zustand, wo Ruhe ist und keine Störung. Peace is a state of kindness and compassion that is devoid of insensitivity and cruelty. Also ein Zustand der Freundlichkeit und des Mitgefühls und frei von Grausamkeit. Peace is a state of joy that is devoid of hurt and aggression. Frieden ist ein Zustand der Freude, der frei ist von Aggression. Peace is an inner state, of course, but it manifests as external well-being. It manifests as well-being for all. Frieden ist ein innerer Zustand, aber er zeigt sich außen als Wohlbefinden. If you look at the world today, every part of the world is going through some form of unrest, some form of conflict. Wenn du die Welt anschaust, dann siehst du, dass in jedem Teil der Welt Unruhe ist und Konflikte sind. Everyone is busy blaming. Many are stoking the fire of anger and judgment within. Und wenn man schaut, viele beschuldigen andere und beurteilen andere. Every political system blames the other. Jedes politische System beschuldigt das andere. Every class blames the other. Jede Klasse beschuldigt die andere Klasse. Rich blame the poor for the huge population and crime. Die Reichen, die machen die Armen verantwortlich für die große Bevölkerungsanzahl und für die Verbrechen. Poor blame the rich for all the inequality. Und die Armen beschuldigen die Reichen, weil so viel Ungleichheit herrscht. And every time you blame, you are asserting your sense of superiority over the other. Und immer wenn du jemanden beschuldigst, dann zeigst du dich, dass du erhaben bist über andere. A cultural superiority, a moral superiority, and sometimes even a scientific superiority. Eine kulturelle Überlegenheit und dann sogar eine wissenschaftliche Überlegenheit. If you take yourself as individuals, every one of you is battling with someone. Wenn du dich selbst als Individuum anschaust, dann siehst du, dass du mit irgendjemandem im Streit bist und kämpfst. Everyone is disappointed, hurt or angry with someone. Jeder ist verletzt oder wütend auf jemanden. Either with someone or with your own self. Entweder mit jemandem oder mit sich selbst. Individually,
Are you not blaming someone in your lives? Wenn du individuell jemand nicht in deinem Leben beurteilst, Blaming your neighbors, your parents, your partner, your siblings, or someone at work? jemand bei der Arbeit oder deine Nachbarn, deine Eltern, deinen Partner, deine Partnerin. When would this unrest end? Wann endet diese Unruhe? Unrest within you and unrest in the world around you. Die Unruhe in dir selbst und in der Welt um dich herum. The time that we have together, let us break down every barrier between us and another human being. Die Zeit, die wir jetzt zusammen sind, lasst uns diese Barriere, diese Schranke zwischen dir und den anderen wirklich zusammenbrechen lassen. Let us break the barrier between us and other forms of life. Und auch die Barriere zwischen uns und anderen Formen des Lebens. When you move away from the state of unrest and you awaken to a state of inner peace, when you awaken to the sacred oneness of our existence, then you will become a force who can positively impact the web of life. Wenn du dich wegbewegst von dieser Unruhe und hinbewegst zu diesem Einssein, dann bist du eine Quelle, eine Kraftquelle. This move originates in compassion for oneself and in compassion for another. Und da kommt dann dieses Mitgefühl für dich selbst und das Mitgefühl für andere. In my observation of life, I have seen that peace is synonymous with compassion. In meinem Leben habe ich gesehen, dass der Friede synonym ist mit Mitgefühl. Individuals, nations and communities that have compassion as their core, then they are naturally peace-loving. Also die Individuen, die die Natur lieben und wirklich in sich ruhen, die lieben wirklich den Frieden. Because compassion at its root, because compassion at its root is built on the oneness of our human experience. Das Mitgefühl als Wurzel ist aufgebaut in Einssein und Frieden. If only you realize everyone wants well-being just like you do. Wenn du erkennst, dass jeder Wohlbefinden möchte für den anderen, genauso wie du das möchtest. Everyone wants to avoid unhappiness just like you do. Wenn du siehst, dass jeder das Unglücklichsein vermeiden möchte, genauso wie du das machst. When you know this, when you realize this, how would you perpetuate suffering? Wenn du das weißt und es erkennst, wie siehst du dann das Leiden? How would you perpetuate pain or war? It is not possible. Das ist nicht möglich. When you become sensitive to yourself, you also start empathizing with others. Wenn du sensibel dir gegenüber wirst, dann fängst du auch an, das mit anderen Menschen zu spüren. Begin to see that the other is not different from you. Dann spürst du, dass der andere nicht anders ist als du. Your friends, your partner, your parents, your children, your colleagues, they're all going through the same experiences as you. Der Partner, die Kinder, die Kollegen, alle gehen durch die gleiche Erfahrung wie du. There is a deep, heartfelt desire or a wish that emerges from you to help them out of suffering. Da ist ein ganz tiefer Wunsch in dir, dass du ihnen helfen möchtest, aus dem Leiden herauszukommen. This is compassion. Und das ist Mitgefühl. From here, from this knowing, emerges the urge to serve. Und aus diesem Wissen heraus kommt dieses Verlangen, den anderen zu dienen. From this state of compassion are born acts of kindness. Und aus diesem heraus kommen wieder Handlungen der Freundlichkeit. Most often I come across this question in my interaction with people. Why has compassion dried up in people's hearts?
Die Frage ist, warum ist das Mitgefühl in den Herzen der Menschen? Sometimes you see a lot of heartlessness coming through in people's actions. Manchmal siehst du, dass so herzlose Dinge in den Handlungen der Menschen stattfinden. And they deliberately steal peace from others' lives. Und sie stehlen den Frieden vom Leben von anderen. The reason is, the reason is, human beings are locked up in prisons of different sizes and shapes. Der Grund ist, dass die Menschen wirklich eingeschlossen sind in Gefängnissen unterschiedlicher Größe. Each in their Christian, Hindu, Jewish, Buddhist or Islamic prison. Alle sind in ihrem christlichen, hinduistischen, islamischen und sonst was für einem Gefängnis gefangen. You live in prisons built around religion, race, class, caste or gender. Du lebst in einem Gefängnis von Rasse, von Geschlecht, Kultur, alles Mögliche. Being in the prison to divide and feel separate comes very easily to you. Und diese Trennung kommt ganz, ganz leicht in dich hinein. Das Getrenntsein. You live your lives dividing yourself further and further into smaller and smaller cells. Du lebst das Leben dann, dass du dich immer weiter und weiter in kleine Teile da vertrennst. The more you separate yourselves, the more you would live in fear. Je mehr du dich selbst trennst, desto mehr lebst du in der Angst. And the more you become indifferent to others' suffering. Und desto mehr ist es dir gleichgültig, wie die anderen leiden. The second reason why people lack compassion is most people are hurt human beings. Der zweite Grund, warum den Menschen das Mitgefühl fehlt, ist, weil die meisten Menschen wirklich verletzte menschliche Wesen sind. Hurt by your parents, wounded by your teachers, society and strangers. Verletzt von den Eltern, von den Lehrern und von der ganzen Gesellschaft. When you are hurt, you become dull. When you are hurt, you become insensitive. And then you do not hesitate to hurt another. Wenn du verletzt bist, dann spürst du das andere gar nicht, dann bist du unsensibel und verletzt dann auch andere. You also hurt yourself. You also hurt your loved ones. Dann verletzt du auch dich selbst und auch deine Liebsten. You don't hesitate to hurt any living being. Du zögerst nicht, jegliches menschliche Wesen und Lebewesen zu verletzen. Your hurts and your differences is actually shutting your hearts. Deine Verletzungen und deine Unterschiedlichkeiten, die schließen dein Herz. But this is not your natural state. Aber das ist nicht dein natürlicher Zustand. The natural state is to feel joy, to feel restful, to feel connected and to live in peace. Dein natürlicher Zustand ist, Freude zu fühlen, die innere Ruhe zu fühlen und den Frieden zu fühlen. You are evolved to experience kindness. You're evolved to experience or feel compassion, to see yourselves, to feel another, to include another's well-being as being part of your own. These are higher qualities that define human beings. Du bist dahin entwickelt, dass du Mitgefühl spürst, dass du den anderen fühlen kannst, dass du den anderen einschließt und das Wohlbefinden des anderen dir am Herzen liegt, weil du spürst, dass du Teil dessen bist. You must realize that your hearts can be healed. It can be made whole again. Und du musst erkennen, dass dein Herz wirklich wieder ganz werden kann. You must see each other through your hearts. Ihr müsst euch gegenseitig durch eure Herzen sehen. You must hear each other through your hearts. Ihr müsst euch über eure Herzen hören.
Shri Krishnaji and I created EKAM as a world center for enlightenment, where thousands of people every day awaken to a state of peace, and they bring peace into their families and into their communities. Shri Krishnaji und ich, wir haben EKAM gegründet. EKAM ist das Weltzentrum für Erleuchtung. Und Tausende von Menschen kommen dahin, um den Zustand des Friedens zu spüren. We have a community of several millions of people across the globe. People from every race, people from every culture, every tradition, every religious faith, or even non-religious people. People who have identified with varied gender dispositions. They're all part of the EKAM family. Wir haben eine große Gemeinschaft von mehreren Millionen Menschen auf der Erde. Alle möglichen Kulturen, alle Religionen oder Nicht-Religionen auf der ganzen Welt verteilt. To us, every human experience is sacred. Für uns ist jede menschliche Erfahrung heilig. We see that there is one human experience, one humanity. Wir sehen, dass es eine menschliche Erfahrung gibt, eine Menschheit. That is what EKAM means. It means oneness. Das ist, was EKAM bedeutet. EKAM bedeutet Einssein. EKAM is an enlightened state of consciousness where you are awake to the oneness of our existence. EKAM ist ein erleuchteter Zustand des Einsseins, wo du erwacht bist. EKAM does not stop with humanity alone. EKAM hört nicht auf bei der Menschheit. We share the same breath with all the trees of the forest. Wir teilen den gleichen Atem mit allen Bäumen des Waldes. Of physical existence to every living being that is part of our ecosystem. Mit jeder physischen Existenz, die Teil unseres Ökosystems ist. The birds, the animals, together make our home. Die Vögel, die Tiere, alles zusammen. 5 elements of the universe, the ether, air, water, fire and earth make up our bodies. Die 5 Elemente, der Äther, das Feuer, die Luft, das alles gehört dazu. We are one with all forms of life. Wir sind eins mit allen Formen des Lebens. We are one with the universe. Wir sind eins mit dem Universum. When you are not established in this great spiritual realization that we are one, then your actions and your behavior could cause division and conflict. Wenn du nicht da eingebettet bist in dieses Gefühl des Einsseins, dann verursachen deine Handlungen Trennung. Have you heard of this word called dharma? Kennt ihr das Wort Dharma? Dharma actually means, is a Sanskrit word which means a higher responsibility. A responsibility towards a greater cause. Dharma heißt, es ist ein Sanskritwort und es heißt höhere Verantwortung, eine größere Verantwortung der Welt gegenüber zu haben. To bring peace in one's family, in one's community, in one's nation and the world. Frieden. Is everyone. Sorry. Asked. Es heißt, dass man Frieden in die Familie bringt, in das Umfeld bringt, in die Nation, in die ganze Welt. It is our dharma. Das ist unser Dharma. This is our planet. What happens to her happens to all of us. Das ist unser Planet. Was mit dem Planeten geschieht, geschieht mit uns allen. Mother Earth is our mother. Die Erde ist unsere Mutter. She is the mother of all our mothers. Es ist die Mutter aller Mütter. It deserves peace. Das ist Frieden. What kind of a future home will you leave for your children and their children?
Was für eine Art von Zuhause möchtest du deinen Kindern und deren Kinder hinterlassen? One that is burnt by fires? Etwa eine Erde, die von Feuern verbrannt wurde? One where every breath will be hard to take? Wo jeder Atem schwierig ist, jeder Atemzug schwierig ist? One where people are terrified of diseases and infections and cannot embrace or meet each other? Wo die Menschen Angst haben vor Infektionen und vor Krankheiten und sich nicht mehr gegenseitig umarmen können. We need to change all of this. Wir können all das ändern. And to change all of this, we need to firstly become peaceful ourselves. Und wenn wir das alles ändern wollen, dann müssen wir erst selber friedvoll werden. The first step. Der erste Schritt. Let us now move into a small meditation with this vision. Lasst uns mit dieser Vision eine kleine Meditation machen. We have an awakening within us, awakening to the fundamental oneness of our existence. Dass wir Mit erwachen zu der fundamentalen Möglichkeit des Einsseins. To the oneness with nature and oneness with all forms of life around us. Zum Einssein mit der Natur und zum Einssein mit allem, was um uns herum ist. So please close your eyes. Schließe bitte deine Augen. Place your palms on your heart. Lege deine Handflächen auf dein Herz. And feel as if you're breathing into your heart. Und habe das Gefühl, dass du in dein Herz hineinatmest. Now bring all your loved ones into your heart. Bring jetzt alle deine Liebsten in dein Herz hinein. Your mother, your father, your sibling, your partner, your children, your grandchildren. Dein Vater, deine Mutter, deine Kinder, deine Geschwister, alle, Großmutter, alle. They are you and you are them. Wir sind sie und sie sind uns. You are one. Ihr seid eins. Say softly to yourself, I am one with you. I am one with you. Sag ganz sanft zu dir selbst, ich bin eins mit dir. Ich bin eins mit dir. Feel them dissolve into your heart as luminous light.
Löse alles auf als leuchtendes Licht in dir. Now bring your workmates into your heart. Bringe deine Mitarbeiter bei der Arbeit in dein Herz hinein. Feel each person who work with you and all those people whom you reach through your work. Bring alle Menschen, mit denen du arbeitest, in dein Herz und auch alle, die du erreichst durch deine Arbeit. But you are them. You are one. Du bist sie und ihr seid eins. Say softly within yourself, I am one with you. Sage sanft in dir, ich bin eins mit dir, ich bin eins mit euch. I am one with you. Ich bin eins mit dir. And feel them dissolving into your heart as luminous light. Und fühle, wie sie sich alle auflösen in strahlendes Licht.
Now hold Mother Earth in your heart. Halte jetzt die Mutter Erde in deinem Herzen. Feel the many life forms that she sustains. Fühle die vielen Lebensformen, die sie aufrechterhält. See her and feel her. Sehe sie und fühle sie. Say softly within yourself, I am one with you. I am one with you. Sage ganz sanft in dir, ich bin eins mit dir. Ich bin eins mit dir. You and the earth are one. Du und die Erde, ihr seid eins. In your hearts, bless. Bless all these people, all living beings, and the Mother Earth. In deinem Herzen segne alle Menschen, segne alle Lebewesen und segne die Mutter Erde. Bless that there be peace in their hearts and in their lives. Segne sie, dass Frieden in ihrem Herzen ist und in ihrem Leben. Bless that the entire world be peaceful. Und segne, dass die ganze Welt friedlich ist. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham purnam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkha bhag bhavet.
a deep breath. Nimm einen tiefen Atemzug Gently open your eyes. und dann öffne sanft deine Augen. Great joy meeting all of you today. Es war mir so eine Freude, euch alle hier heute zu treffen. Blessings for everyone, for you to grow in your own consciousness and realize the oneness with all life. And blessings that each and every one of you will contribute to peace in this world. Und Segen für dich, für deine eigene Entwicklung. Segen, dass du deinen Beitrag da leisten kannst. Und Segen dafür alles. Namaste. Namaste. I can't hear you, Nadina. Namaste, Shri Preethaji. Is there still time for 2 questions? Do you have time or you have to go? I do have time. Wonderful. Wonderful. Then we have 2 questions. Do you hear me when I ask the question, Shri Preethaji? Can you hear? Yes. I say it first in German and then in English. Yes? Die erste Frage lautet, Frieden in eine Familie, in welcher die einzelnen Familienmitglieder nicht mehr miteinander sprechen und sogar die Kommunikationsversuche blockiert haben. The first question is, Shri Preethaji, Namaste, Shri Preethaji. How do we bring peace in a family in which the individual family members have stopped talking to each other and have even blocked attempts to communicate? What can we do there? Talking about... Talking with each other. Okay. There are reasons why people hold on to suffering. There are incredible amount of reasons why people hold on to the hurt and they do not connect with each other. Es gibt Gründe, warum die Menschen am Leiden festhalten, warum sie festhalten an den Verletzungen. They separate because of cultural differences. They separate because of ideological differences. Sie trennen sich aus ideologischen Gründen, aus kulturellen Gründen. You have disconnected from the other. Possible you've disconnected in a moment of emotional hurt, in a moment of disappointment, and you just have forgotten how to get back and connect. Ihr habt euch getrennt in Momenten, wo ihr sehr verletzt wart, wo ihr wirklich enttäuscht wart, und dann findet ihr nicht mehr den Moment, wie ihr wieder zurückgehen könnt. Now you do not know how to connect back. Weißt nicht, wie du dich wieder verbinden kannst. Not knowing how to move from disconnection to oneness, you're moving away from each other like 2 icebergs in 2 different directions. Ihr habt also Gott vergessen, wie ihr von der Trennung wieder zum Einssein kommen könnt. Und dann verhaltet ihr euch, wie 2 Eisberge sich miteinander verhalten. One thing I want you to know is you need to learn the art of freeing oneself from disappointment, from anger, from emotional hurts whenever they arise. You must learn that art. Ihr müsst diese Kunst lernen, nämlich diese Kunst, wie ihr euch befreit von diesen emotionalen Verletzungen, überhaupt von Verletzungen und von dieser Trennung. If you're somebody who's holding on to hurt and it is your hurt that is behind your responses that you give to life and to people, please know that in itself can cause a huge repercussion in terms of life.
it would be a conflict-filled, hurt-filled life that you're creating. Wenn du festhältst an diesen Verletzungen, dann verursachst du wirklich Schwierigkeiten in der anderen Person und dann trägst du diese verletzenden Dinge weiter. That is why you need to learn the art of getting back to connection. That's why you need to learn the art of walking out of your hurt as and when it arises, rather than it getting built into a huge roadblock. Du musst also diese Kunst erlernen, wie du zurückkehrst in dieses Einssein und dass du es nicht dazu führen lässt, dass du dich wie ein Eisblock verhältst. Somehow you have held on to hurt. Hurt is becoming more important for you in your life than love itself, than relationship itself. Du hältst an der Verletzung fest, weil es wichtiger für dich ist, als an der Liebe festzuhalten. And all of you also should learn to nurture a state of compassion, because no human being is perfect. Und ihr müsst auch lernen, den Zustand des Mitgefühls zu erleben, weil kein menschliches Wesen ist perfekt. Nobody is going to fit into your image of an ideal person. Niemand passt in das Bild von dir, wie ein idealer Mensch sein soll. You need to have enough compassion that you move away from your judgments and your fault-finding tendencies. Und du brauchst dieses Mitgefühl, dass du dich wegbewegen kannst von diesen feindlichen Tendenzen. This happens when you build your awareness on the oneness of human experience. Und das geschieht, wenn du dein Gewahrsein da aufbaust, dass du weißt, dass das Einssein in der menschlichen, in der Menschheit ist. When you let go of your hurt and you learn compassion, free of judgments, then you become the person capable of keeping the family together. Wenn du lernst, diese Verletzungen loszulassen und zurückzugehen in das Mitgefühl, dann bist du frei davon und dann bist du die Person, die die Familie wieder zurückführt in das Einssein. Important that you learn it and you also teach it to your children. Und du lernst es selbst und du musst es dann auch deinen Kindern beibringen. Can I ask a second question? Preethaji? Thank you. I say it first in German again. Immer mehr Menschen berichten im Moment über massive körperliche und seelische Beschwerden. Seien es schwere Erkrankungen wie Krebs, Entzündungen, aber auch extreme Erschöpfung, Depressionen, Burnout oder Angstzustände. Die Frage jetzt an Preethaji: Wie können die Ursachen dieser Symptome durch Meditation geheilt werden? The question is, Preethaji, pranams Preethaji first. The question is from Ladina and the whole Swiss team and also other people and Papa Swiss and all the other people there. They ask, more and more people are reporting about massive physical and mental ailments at the moment, be it serious illness like cancer, inflammation, but also extreme exhaustion, depression, sleeping problems, burnout or anxiety. The question is now, Preethaji, how can a quiet mind heal the body? What can the people do? The word disease means that you're not at ease in your body. Also Disease im Englischen ist ein bisschen anders. Das heißt einfach, dass du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, dass da kein Wohlgefühl ist. There is health in the body. I've heard this description of what health is. Health is where every cell in your body communicates with every other cell in perfect harmony. Gesundheit, habe ich gehört, heißt, dass jede Zelle in deinem Körper mit jeder Zelle im Körper kommuniziert. In Harmonie.
When there is a disconnection between the cells, then there is disease that sets into the body. Wenn da eine Trennung ist zwischen den zwischen den Zellen, dann entsteht da Krankheit. And there are various reasons why the disconnection happens. Diet, nutrition, lack of exercise, chronic stress, exposure to toxins, negative thoughts, emotions, various reasons. Es gibt viele Gründe dafür. Das Essen, zu wenig Bewegung, ständigen Stress, Toxine, das Umfeld und vor allen Dingen auch die emotionalen Dinge. The question is, how do I get back my body into a state of deep restfulness and deep calm and deep peace within every cell of my body while living in a state of inner quiet? Die Frage lautet, wie gehe ich zurück in den Zustand der inneren Ruhe, tiefen Frieden in mir, sodass jede Zelle wieder diese Freude in sich hat? I just want you to know that your mind, your body and your consciousness, they're all connected. Ich wollte euch nur sagen, dass unser Geist, unser Mind, unser Körper und unser Bewusstsein miteinander tief verbunden sind. That is, if your body is impacted, then your mind and consciousness are impacted. If your mind is impacted, your consciousness and your body are impacted. If your consciousness is impacted, your mind and your body are impacted. Das heißt, wenn dein Körper einen Einfluss hat, dann hat dein Geist und dein Bewusstsein wird dann beeinflusst. Wenn dein Geist da eine Schwierigkeit hat, dann wird dein Bewusstsein und dein Körper beeinflusst. Und wenn dein Bewusstsein beeinflusst wird, dann wird dadurch dein Körper und dein Geist beeinflusst. They are not independent pieces, but they are very connected. Das sind keine unabhängigen Teile, sondern sie sind sehr miteinander verbunden. That is when you become internally very quiet, when you become still within yourself in your mind, then your consciousness would expand to include others. And in that state of well-being in your mind and in your consciousness, it would pour over, that well-being would pour over into your body, creating an immense, beautiful connection and harmony within every cell of your body, between every organ of your body. Wenn du also innerlich still bist und dein Bewusstsein still ist, dann schließt das Wohlbefinden ein von deinem Geist, von deinem Mind und deinem Bewusstsein. Und das schwappt dann über in deinen Körper. Und dann ist jede einzelne Zelle und jedes Organ in einem inneren, wunderbaren Zustand und in Harmonie. If you're somebody who's continuously going to live in a state of stress, in anxiety, in fear, that agitation in your brain is going to impact the hormones that is flowing in your body. And then you will have your brain and the other organs floating in the stress hormones, in toxins, creating more ill health. Wenn du im Stress lebst, in der Angst lebst, in Ängstlichkeit bist, dann dann werden die Hormone beeinflusst und diese Hormone, dein Gehirn fließt dann in in der Flüssigkeit des Stresses und kann sie dann nicht in die Harmonie kommen. We have seen many people go through incredible miracles of healing when they go through a profound journey in consciousness. Wir haben beobachtet, dass viele Menschen unglaubliche Wunder erfahren, was die Gesundheit betrifft, wenn sie durch tiefe Prozesse in ihrem Bewusstsein gehen. Actually, I was in Malaysia the last weekend, and there was a lady who was sharing her journey. She's been doing the field of awakening in Malaysia. She was here in this time. She was also there the previous year when I was there in Malaysia, and she said she came with stomach cancer. Actually, tubes were kind of fitted in to her, and she was suffering in a very bad stomach cancer when she came for the first field of awakening.
And this time in Malaysia, she got up and she was sharing her experience, how she's free of her sickness. Her cancer was cured. But she also talked about how incredibly beautiful, how in an incredibly beautiful state that she lives her life in. Ich komme gerade aus Malaysia, habe ich einen Feld des Bewusstseins, diesen Kurs gegeben, und da kam eine Frau, die hat mit mir geteilt, dass sie letztes Jahr schon im Field of Awakening war, und da kam sie mit einem ganz schweren Magenkrebs. Und dieses Jahr kam sie wieder und sagt, dass der Krebs geheilt ist, dass sie nicht mehr an Krebs leidet und dass dieses Mal sie frei ist von diesen inneren Tumulten und dass sie in einem wunderbaren inneren Zustand lebt. Your body heals. You're allowing the cells in your body to move into a place of incredible calm. When your mind becomes peaceful, free of conflict, and your consciousness has expanded, and you're moving into a healing zone then. Dein Körper heilt, wenn die Zellen ruhig werden, wenn dein Geist friedvoll ist, wenn dein Bewusstsein sich ausdehnt, dann trittst du ein in eine Heilzone sozusagen. Yep. So peace is the way you begin. And I'm visiting Europe again. Actually, next weekend I'm going to be in Europe for the Field of Awakening. So it'll be great if I can see one. Ja. Ein Moment, Preethaji sagt, dass ihr mit dem Frieden beginnt und sie sagt auch, dass sie nächste Woche in Deutschland ist, also in Europa ist für das Feld des Erwachens, für diesen Kurs, den sie gerade erklärt hat, den sie in Malaysia, wo sie in Malaysia gerade war. Jetzt dürft ihr klatschen. Thank you so much, Shri Preethaji. We let you go so that you have time for coffee, we hope. So next year, we want to have you back. Next year, our theme will be on holistic health. We don't know the title exactly, but it will be about health. And, of course, we would love to have you back. But you all, wonderful being with you online. We connected live. Would like to see you sometime in Europe when I travel. Love to all of you. Love to you back. Thank you very much. May all your wishes come true. Thank Ich you. möchte euch alle bald in Europa dann live sehen. Thank you very much, Preethaji. Thank you. Thank you. Have a beautiful body. Ciao. Namaste. 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 Namaste from all of us here. Namaste. Very grateful. See you. Ja. Wir wollen sie adoptieren, sie hat gesagt, it's a good place to be adopted, Davos. Gut. Ja, wir sind super pünktlich, wir machen eine kleine Pause. Fenster auf, WC-Pause. Bleibt in der Energie. Ja? Bleibt in der Energie, was ihr erlebt, was ihr erfahren, was ihr gespürt habt. Und kommt wieder. In 5 Minuten sind wir wieder da. Ha? Radio Oki Talk.